Nächstes Finale hier in der Conference League. Wir haben in der Gruppenphase schon ein Finale gehabt. Auch hier jetzt wieder gefühlt Rückspiel gegen Graz. Und ich bin back to the roots gegangen. Ich habe mich jetzt auf ein 4-2-3-1 festgelegt. Habe auch mal ein paar andere Coaches verpflichtet. Also nicht nur Leute, die halt Experten fürs Gegenpressing sind. Auch mal, ja, ein Trainer für die ausgeglichenen Sachen. Weil ich glaube einfach, dass uns Gegenpressing vielleicht nicht so liegt. Ja, ist auch echt schlimm, dass ich jetzt in der Phase der Saison drauf komme, hier alles über den Haufen zu werfen, aber es kommt so vieles zurzeit zusammen. Ne? Der Kader ist vielleicht nicht gut genug in der Breite. Wir haben viele Spiele innerhalb von wenigen Wochen. Das heißt, auch da ist nicht immer die beste Mannschaft dann gerade da zur Verfügung. Wie gesagt, ich hoffe, ab Sommer wird dann alles ein bisschen besser. Aber bis dahin müssen wir halt mit der Mannschaft zurechtkommen, die wir haben. Und da habe ich mich jetzt auf ein 4-2-3-1 festgelegt. Heute spielt Rode. Ja, der hat ja lange Zeit drum gebettelt. Und, man mag es kaum glauben, Timothy Chandler. Ja, einfach aus der Not heraus, weil Buta ist überhaupt nicht fit. Ich brauche Ebimbe vorne. Ansgar Knauf habe ich zum Beispiel auch völlig vergessen. Der sitzt auf der Bank. Hätte ich auch machen können. Aber ich wollte der Legende mal die Chance geben. Und vielleicht ist ja gerade mal so ein Timothy Chandler sehr wichtig für die Mannschaft. Und ich lasse mich überraschen. Ich möchte natürlich hier weiterkommen, gar keine Frage. Es würde ein bisschen mehr Geld geben. Natürlich auch nochmal ein bisschen Europapokal-Feeling. Dafür spiele ich das Ganze ja hier. Um auch vielleicht einen Titel zu gewinnen. Aber da braucht es auf jeden Fall eine bessere Leistung als im Hinspiel und halt auch gegen Freiburg. Das war gegen Freiburg, obwohl es von der Statistik her gar nicht so aussah, echt sehr, sehr schwach. Aber dafür wird das Spiel jetzt hier umso besser. Mamouche gegen Wüttrich, ja, da kommt er nicht hinterher. Und Götze, das muss die Führung sein. Und da ist sie doch. Bisschen gemeckert, bisschen die Taktik umgestellt. Und natürlich Timothy Chandler auf dem Platz. Leo, Grüße an dich. Es liegt tatsächlich an Timothy Chandler. Sobald er spielt, ist einfach eine ganz andere Aura auf dem Platz. Das ist Wahnsinn. Der Typ muss einfach nur auf dem Platz stehen, schon gewinnbar. Und wir sind auch überall stärker. Gerade in der Offensive. Mann, wir haben Mamouche, wir haben Götze, wir haben Orban, wir haben Ebimbe. Die sind so schnell und eigentlich auch richtig, ja, gut. Vom taktischen her, ja. Haben eine gute Ballbehauptung, gute Ballkontrolle, guten Abschluss. Deswegen hat mich das Hinspiel so ein bisschen wild gemacht. Da ist er hier. Legende mit der Nummer 22. Aber das ist halt die Eintracht. Weißt du, wir gewinnen zu Hause gegen die Bayern. Da macht Gift Orban ein Fallrückzieher-Tor. Das er wahrscheinlich nie wieder macht in seiner Karriere. Und dann spielen wir halt auf der anderen Seite 3-3 zu Hause gegen Sturm Graz. Das ist halt die Eintracht. Und das ist aber auch die Eintracht. Nkunku und Orban. Nee, Ebimbe. Ebimbe war's. Zweites Tor. Und du hast es gesehen. Du vor dem Bildschirm. Und du gibst jetzt einen Daumen nach oben für diesen geilen Spielzug. Das hat Ebimbe gesagt. Ich habe übersetzt. Ja, Französisch, Deutsch, ein bisschen was habe ich noch drauf. Aber das ist halt auch Frankfurt hier. Zack. Gut gespielt, Nkunku. Dann dachte ich erst, es ist Orban. Der wäre aber auch in der Nähe gewesen. Und da fragst du dich halt auch wieder, liegt es wirklich nur an der Umstellung, an der Formation? An den paar Reglern oder an den Einstellungen, die ich so ein bisschen vorgenommen habe? Es ist manchmal nicht zu erklären. Heute läuft es wieder richtig gut. Die Defensive lässt bislang überhaupt nichts zu. Liegt halt vielleicht auch am Gegner. Also ich finde jetzt auch Sturm Graz ist im Gegensatz zum Hinspiel richtig schwach. Bislang. Das läuft ja wirklich wie aus einem Guss. Schade. Und dann noch wieder nach hinten. Alle wieder in die Defensive, klar. Alle müssen mit nach vorne helfen, aber auch in der Defensive. Umso wichtiger, damit wir das hier heute schaffen. Da ist jetzt zu große Lücke. Achtung, Nkunku außen muss er zumachen. Tuta kommt mit hin, weil William Pacho ist nicht fit. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Wahnsinn. Wieder Orban, Götze. Oh, schade. Da wäre er durchgekommen. Das wäre eine richtig gute Chance gewesen. Jetzt wieder Achtung. Schön stehen hinten, schön verdichten. Dass sie gar keine Chance haben. Genau. Und dann halt auch mal einen Fehlpass spielen. Und schon sind wir wieder vorne über Mamouche. Fußball kann manchmal so einfach sein. Es ist auch ganz oft nicht zu erklären. Das seht ihr hier und heute wieder. Mamouche
Oben Ebimbe. Ah, ich dachte, der läuft durch. In den Strafraum. Dann hätte ich mir noch eine schöne Flanke schlagen können. Aber Ebimbe ist wieder da. Wahnsinn. Richtig gutes Pressing. Ob ich das gar nicht eingestellt habe. Ebimbe, Nkunku. Niemand frei. Rode. Und außen, da ist er doch. Legende. Timothy Chandler. Die Fans rasten aus. Achtung, Flanke Chandler, ja. Kommt, der Ball ist noch. Nochmal Chandler und Miretti. Oh, Mamouche. Ich dachte, der läuft da anders durch. Aber komm, den haben wir auch noch. Also wir haben die völlige Spielkontrolle hier. Die kommen gar nicht mehr hinten raus. Das ist ja Wahnsinn. Das war im Hinspiel nicht mal annähernd möglich. Wieder Flanke. Kopfball geklärt. Und wieder Miretti. Also das ist wirklich mit einer der dominantesten ersten Hälften in der gesamten Saison. Also ich glaube, so dominant. Wir pressen vorne. Wir spielen uns Chancen raus. Das klappt alles super. Abstände sind auch diesmal nicht so groß, weil, wie gesagt, es liegt wahrscheinlich am 4-2-3-1. Das ist halt die Formation, mit der bin ich groß geworden. Wenn ich es mal so sagen möchte. Die habe ich schon jahrelang gespielt. Da hast du halt die ganzen Sachen inne. Du weißt dann ungefähr, wie wer laufen wird und muss. Und du weißt es halt dann auch ganz einfach, ja, anders auszuspielen. Ebimbe. Klappt jetzt nicht, aber Götze. Nkunku nimmt damit auf der anderen Seite. Sehr, sehr gut. Mamouche, ja, schade, auch wenn der jetzt mal nicht durchkommt. Müssen wir trotzdem weitermachen, ne? Auch in der zweiten Halbzeit. Die sind hier noch nicht geschlagen. Die sind noch nicht geschlagen. Hier, nächste Chance, Böwing. Nkunku, zack, ist dazwischen. Jetzt dürfte erst in der Halbzeit sein. Also, sehr gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn wir so gegen Freiburg schon gespielt hätten, da hätte ich mir gar keine Sorgen gemacht. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Und deswegen, ich habe dann jetzt auch mal hier umgestellt oder beziehungsweise das mal so gelassen. Weil meistens haben wir, glaube ich, Trainer geholt, die halt fürs Tiki-Taka gemacht sind. Für dieses Konzept. Ich habe halt nur vorne hier in der Offensive, da habe ich halt mal mit Gegenpressing. Da wären aber die Coaches oben, ihr seht, die wären auf Bronze, weil die das noch gar nicht gewohnt sind. Die müssten das lernen. Und hier sind die meisten halt schon auf Silber. Beziehungsweise defensiv. Der ist schon Experte, der ist schon auf Gold. Ja, also das auch immer mal im Hinterkopf behalten. So Rode ist zwar sehr unglücklich, der spielt ja aber. Gut, wir hätten Larsen noch für vorne. Ansgar Knauf ist auch für die rechte Seite, ist der Gold wert. Nun gut, also wenn ich mich jetzt halt wieder aufs 4-2-3-1 festlege, dann habe ich ja auch ein Ziel für den Sommer. Dann Spieler dementsprechend zu verpflichten. Oh, super von Miretti. Ganz, ganz starker Einsatz. Und jetzt Orban, komm. Das ist sein Wettbewerb. Das ist aber auch scheiße. Zu weit vorgelegt. 9 Tore hat er schon gemacht. Orban. Davon 6 in Helsinki. Aber egal, die Dinger musst du dann auch erstmal machen. So, Achtung. Der Sturm. Ein Sturm zieht auf. Schauen wir mal, wie heftig der Sturm noch wird in der zweiten Halbzeit. Hier, guck mal, bei Chandler ist gar keiner. Die haben alle Schiss. Die halten alle schon mal Abstand. Komm, Junge, und der sprintet nach vorne. Das ist der Sprint seines Lebens. Komm, Junge. Nächstes Spiel gegen Wolfsburg. Aber jetzt kommt erstmal Chandler, die Legende. Chandler im Rückraum. Da ist Mamouche. Zum ersten und zum zweiten. Ja, schade. Das hätte einen Assist gegeben für Timmy. Ja, Sturm wechselt. Böwing raus. Und Sarkaria rein, der halt noch gegen uns von Anfang an gespielt hat. So, Eckball. Ich glaube, wenn hier das dritte fällt, dann ist das Ding durch. Da ist Chandler! Grüße an Leozido. Hier ist er. Die Legende. Mit der 22. Sei ihm wirklich gegönnt. Die Fans sind ja auch, als sie zu Hause gegen Helsinki gespielt haben, die sind ja aufgesprungen. Die haben ja jeden Kontakt frenetisch gefeiert. Das hat er sich einfach verdient. Der ist jahrelang schon im Verein, hat nie gemeckert, wenn er nicht gespielt hat. Ist auch gut für die Kabine, sorgt für gutes Klima. Ist ja auch in Frankfurt geboren, ne? Ist ja dann nach Nürnberg gegangen, hat da gespielt und ist jetzt seit 2014, bin ich der Meinung, seit 2014 wieder im Verein. Und wie gesagt, hat vieles mitgemacht. Vom fast Abstieg zum DFB-Pokal gewinnen. Leider nur auf der Tribüne, ja, aber er war dabei. Und natürlich der Gewinn der Europa League in Sevilla. Also wie gesagt,
Das ist wirklich eine Legende, wie er im Buche steht. Von daher, wenn er ab und zu mal spielt, wenn er ab und zu mal zum Einsatz kommt, dann ist er, glaube ich, selber ganz zufrieden. Und hier in FIFA, EA, FC, wie ihr wollt, ganz besonders. Warum nicht noch ein zweites? Guck mal, wenn er jetzt gerade schon dabei ist. Ja, diesmal darf Orban. Oh, und jetzt kommt Rode ab. Achtung, aufgepasst. Rode, ja, dafür braucht er leider zu lange. Und Sturm kommt über Teixeira. Da ist Zakaria, aber wir stehen auch wieder hinten drin. Rein voran. Chandler, Robin Koch steht dazwischen. Sehr, sehr gut. Und dann geht's nach vorne. Ebimbe. Ich warte eigentlich immer auf den Doppelpass. Aber gut, dann laufen wir alleine. Weil die wissen auch nicht so recht, ne? Sollen sie jetzt draufgehen oder nicht? Da ist Götze. Der legt zurück. Oh, Orban. Den hätte ich nochmal annehmen müssen. Aber gut, wieder Spiel mit Spektakel. Spektakel, deutsche Sprache, schwere Sprache. 3 Tore und ich glaube, wir sind im Achtelfinale. Ich glaube, das wird nicht mehr schief gehen. Also da habe ich heute auch ein gutes Gefühl. Dazu stehen wir auch bislang eigentlich zu sicher. Und dafür macht auch Sturm Graz bislang zu wenig nach vorne, als dass sie uns jetzt hier ernsthaft noch gefährlich werden. Aber schauen wir mal. Achtung! Trotzdem hellwach sein. Wir bräuchten mal wieder eine Länderspielpause, dass wirklich alle mal wieder eine 100%ige Fitness bekommen. Oder ich muss einen Trainingsplan einfach mal wieder umstellen. Dass viele mal den Fokus auf die Energie legen. Achtung, Trapp. Nehmen wir mal Max rein für den Kunku. Der sich schon mal so ein bisschen nach vorne wegschleicht aus bestimmten Gründen. Achtung. Und wieder Chandler natürlich. Leitet den nächsten Angriff mit ein. Mamouche. Und Orban und jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er weg und jetzt hat er die Chance und jetzt leg ihn dir nicht so weit vor. Dann machst du Saisontor Nummer 10 und so ist es. Gift Orban. 4-0. Das nennt man in Österreich eine richtige Watschen. Die heute hier bekommen. Aber wie gesagt, das geht viel zu einfach. Und da frage ich mich, ich habe ja auch im Hinspiel dann auch mit Viererkette gespielt, 4-2-3-1. Warum lief es da nicht? Warum läuft es jetzt auf einmal heute? Die Spieler sind ja die gleichen. Das ist halt manchmal nicht zu erklären. Fußball ist ein Sport, der ist nicht zu erklären. Der ist einfach nicht zu erklären und auch Rode. Da müssen wir halt auch drüber nachdenken, ihn zu verkaufen, damit wir Geld haben, um neue Spieler zu holen. Das ist halt radikaler Umbruch. Ja, Umbruch XXL, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Das müssen wir dann auf jeden Fall machen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin sind auch noch 2 Spiele mindestens in der Conference League. Ich bin gespannt, wen wir im Achtelfinale kriegen. Ach, Mamouche. Schade. Achtung. Vielleicht geht ja doch noch was. Und egal, wer jetzt als Gegner kommt, wir sind auf jeden Fall gewappnet, Ebimbe. Wir sollen ja mindestens mal ins Finale kommen. Ist ja auch eine Vorgabe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Runden weiterkommen. Wir kommen gar nicht drum herum. Miretti und da ist wieder Chandler. Ja, schade, diesmal nicht so ganz platziert, aber egal, macht dir nichts draus, Junge. Auch eine sehr schöne Art zu springen übrigens. Mit beiden Beinen gespreizt, okay. Affengruber. Es ist herrlich. Also wenn man die österreichischen Teams durchgeht, die haben manchmal typisch österreichische Namen dabei. Oh, Chandler. Der war letzter Mann, ja. Ich wollte es gerade sagen, ey, jetzt hat er ein Tor gemacht, jetzt spielt er endlich mal und jetzt ist er schon gesperrt wieder. Ja, das war unnötig, aber gut. Was willst du machen? Letzter Mann, der war auf dem Weg. Ja, ich hätte ihn einfach durchlassen müssen, glaube ich. Schade. Schade, schade für Timmy. Naja. Vielleicht ist es auch nur ein Spiel. Also in der Liga ist er ja wieder spielberechtigt. Gilt ja nur für die Conference League. Dass er da mal für eine Partie gesperrt ist. Pfosten. Gar nicht so schlecht. Achtung. Nächster Schuss. Und jetzt ist er drin. Nochmal Ergebniskosmetik. 1:4. Aber da sehe ich drüber hinweg. Also ganz ehrlich, da wäre ich jetzt auch niemand, der sich darüber noch so
großartig aufregt. Klar, die Keeper, die wollen auch zu Null spielen und ein Trainer, der schaut dann auch immer aufs nächste Spiel. Aber ich verdiene ja hier keine Million. Ich glaube, in echt wäre das nochmal was anderes. Da guckst du auch auf jedes Gegentor. Da geht es halt einfach um die, ja, um die Art und Weise. Dann halt auch auf die nächsten Spiele geschaut. Aber gut, in dem Fall, wie gesagt, wir sind jetzt ein Mann weniger für die letzten 3 Minuten. Und Sturm Graz, da lege ich mich mal fest, wird hier das nicht mehr schaffen. Und wir ziehen dann ins Achtelfinale ein, kriegen ein bisschen mehr Geld. Wichtiger ist aber, dass wir nochmal 2 Spiele haben in Europa. Und ich bin sehr, sehr gespannt, gegen wen es geht. Und vielleicht sogar noch eine Chance. Mamouche. Nochmal Orban, der Druck macht. Achtung, ja. Grätscht da fast in die Parade rein. Ja, und dann hat das mit der Viererkette heute gut geklappt. Jetzt muss man mal beobachten, ob das nur eine Eintagsfliege war oder ob das jetzt wirklich für den Rest der Rückrunde auch so sein wird. Also hoffe ich im besten Fall, weil ich habe jetzt vor, damit erstmal hauptsächlich zu spielen. Achtung! Noch ein Tor, 2:4, aber auch das wird nichts bringen. Auch das jetzt natürlich. Hinten ist ein bisschen offen, müssen ein bisschen anders verschieben. Das ist völlig normal, dass jetzt auch noch ein zweites Tor fällt. Und auch den kann Trapp natürlich nicht halten, weil der wieder mit gefühlt 500 Stundenkilometer ankommt durch Horvath. Obwohl da Trapp sogar noch dran war. Egal. Also machen wir einen Strich drunter. Zwischenrunde haben wir geschafft. Wir sind im Achtelfinale. Rückspiel wesentlich besser. Viel druckvoller. Viel spielfreudiger in dem neuen System hier. Und jetzt bin ich gespannt, auf wen wir im Achtelfinale treffen. Ja, am Ende dann ganz, ganz souverän. Rangers unentschieden. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Hinspiele ausgegangen sind. Schauen wir gleich nochmal drauf. Wir spulen mal vor gegen Wolfsburg. Das wird natürlich jetzt auch nochmal heftig. Dann haben wir ein bisschen Pause. Das ist jetzt auch nochmal so ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Da möchte ich mich nicht spoilern lassen. Ich wollte eigentlich hier nochmal raufgucken. Also wir haben auch wieder die Chance halt an Wolfsburg vorbeizukommen. Union hat auch schon gepunktet. Wird ganz, ganz eng. Leipzig ist jetzt Zweiter. Unten hat wahrscheinlich immer noch nicht gewonnen. Was ist mit Darmstadt los? Haben die keinen Bock zu gewinnen oder was? Gibt's ja gar nicht. So, jetzt gucken wir mal in der Conference League. Wir gucken erstmal die anderen Wettbewerbe. Mal Champions League vorbeigucken. Wie sieht es da aus? Ja, Achtelfinale Paris Arsenal. City AC Mailand. Barca Leipzig. Ja, also die üblichen Verdächtigen. Da ist irgendwie keine große Überraschung. Euroleague. Gucken wir gerade mal. Prag gegen Liverpool. Lens, West Ham, Newcastle. Viele englische Mannschaften. Leverkusen ist auch noch mit dabei als einzige deutsche Mannschaft. Ist hier noch einer ausgeschieden? Ah, die mussten auch durch die Vorrunde. Siehst du, die sind auch nur Zweiter geworden wahrscheinlich. So, und jetzt Conference League. Alkmaar. Die Holländer, die machen immer Spaß. Und Deutsche, die machen alles kaputt. Das ist also unser Gegner. Vizela gegen Ferencváros. Villarreal gegen Pilsen. Zagreb gegen PAOK, die sind auch noch mit dabei. Beşiktaş gegen Fener. Oha. Da gibt es aber 2 richtig heiße Stadtderbys. Dann die Rangers gegen Gent. Wolfsberger AC gegen Lille und Amsterdam gegen Brügge. Also auch ein holländisch-belgisches Duell. Also Alkmaar ist schön. Alkmaar ist ein schöner Gegner. Ist natürlich auch machbar. Wir sind halt jetzt hier von den ganzen Teams der große Favorit, gehe ich mal von aus. Ich würde noch Villarreal mit dazu zählen, Lille. Ja, und Amsterdam eigentlich auch. Also es wird sehr, sehr spannend. Es ist ein sehr schöner Gegner. Und Wolfsburg wird auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Es geht nämlich um die Champions League, um Platz 4. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.